This video is sponsored by Lingoda. Take live online German lessons with native speakers whenever you want. Click the link in the description and get started learning German with Lingoda today. In den letzten 2 Grammatiklektionen habe ich über unterordnete Konjunktionen gesprochen, aber diese Wörter sind nicht die einzigen, die die Wortstellung eines Satzteils beeinflussen können. Es gibt auch Relativpronomen. Diese Pronomen sehen fast immer wie die bestimmten Artikel aus, aber manchmal sind sie komisch. Heute zeige ich sie euch und erkläre, wie, wann und warum man sie verwendet. Relativpronomen, wie alle Pronomen, ersetzen Substantive. Um ein Relativpronomen zu verwenden, muss man zuerst dieses Substantiv im Satz nennen. Danach kann man dieses Substantiv mit einem Relativsatz beschreiben. Relativsätze heißen auch Bezugssätze, da sie sich auf das vorher genannte Substantiv beziehen. Während Nebensätze entweder am Anfang des Satzes oder am Ende des Satzes stehen müssen, können Relativsätze irgendwo im Satz stehen. Sie müssen einfach neben dem Substantiv stehen, auf das sie sich beziehen. Zum Beispiel: Im letzten Satz habe ich das Relativpronomen das erwähnt. Das bezieht auf das Substantiv Substantiv und der Relativsatz, auf das sie sich beziehen, gibt uns mehr Informationen über dieses Substantiv. Das Verb im Relativsatz steht am Ende des Satzteils. Relativpronomen müssen mit Genus und Kasus übereinstimmen. Es ist egal, wie das Substantiv selbst im Satz verwendet wird, es ist nur wichtig, wie das Relativpronomen im Relativsatz verwendet wird. Um das aufzuzeigen, werde ich ein paar Beispielsätze zeigen, die sehr ähnlich sind. Der Hund, der weggelaufen ist, heißt Struppi. In diesem Relativsatz wird das Relativpronomen als Subjekt verwendet, deshalb ist es im Nominativ. Um das einfacher zu machen, kann man auch diese Sätze auseinandernehmen. Der Hund heißt Struppi. Der ist weggelaufen. Der Hund, der weggelaufen ist, heißt Struppi. Der Hund, den wir gestern bekommen haben, heißt Struppi. In diesem Relativsatz wird das Relativpronomen als Akkusativobjekt verwendet. Deshalb ist es Akkusativ. Wenn man diese Sätze auseinandernimmt, sind sie: Der Hund heißt Struppi, wir haben den gestern bekommen. Der Hund, den wir gestern bekommen haben, heißt Struppi. Der Hund, dem wir einen Knochen gegeben haben, heißt Struppi. In diesem Relativsatz wird das Relativpronomen als Dativobjekt verwendet. Deshalb ist es Dativ. Wenn man diese Sätze auseinander nimmt, sind sie: Der Hund heißt Struppi und wir haben dem einen Knochen gegeben. Der Hund, dem wir einen Knochen gegeben haben, heißt Struppi. Der Hund, dessen Haare braun sind, heißt Struppi. In diesem Relativsatz wird das Relativpronomen als Genitivobjekt verwendet. Deshalb ist es Genitiv. Wenn man diese Sätze auseinander nimmt, sind sie: Der Hund heißt Struppi, seine Haare sind braun. Der Hund, dessen Haare braun sind, heißt Struppi. Wie ich schon in diesem Video gemacht habe, kann man auch Präpositionen mit Relativpronomen verwenden. Sie müssen einfach neben dem Substantiv stehen, auf das sie sich beziehen. Dann wird das Relativpronomen im Kasus der Präpositionen nach verwendet. Zum Beispiel: Die Frau, für die der Junge die Gartenarbeit macht, macht jetzt Ferien. Für verlangt den Akkusativ, deshalb steht die im Akkusativ. Die Frau, mit der ich gerade arbeite, ist sehr fleißig. Mit verlangt den Dativ, deshalb steht der im Dativ. Wie ich schon gesagt habe, sehen die meisten Relativpronomen genau wie die bestimmten Artikel aus. Aber beim Dativ in der Mehrzahl ist das Relativpronomen denen anstelle den. Und die Relativpronomen im Genitiv sind alle anders als die bestimmten Artikel. Für männliche und sächliche Relativpronomen im Genitiv verwenden wir dessen. Für weibliche Relativpronomen und Relativpronomen in der Mehrzahl im Genitiv verwenden wir deren. Wenn ihr Tabellen mögt, habe ich eine für euch hier. Und jetzt mehr Beispiele.
Ich mag deine neuen Schuhe, deren Schnürsenkel rose sind. Der Arzt misst meinen Puls mit einem Stethoskop, das er aus dem Kühlschrank geholt hat. Ich brauche Schuhe, mit denen ich schneller rennen kann. Die Beispiele, die ich schon gezeigt habe, sind vereinfachte Sätze, damit ihr seht, wie man einen Relativsatz bilden kann. Man kann mehr als ein Relativpronomen in einem Satz verwenden und sogar ein Relativsatz in einem anderen Relativsatz. Da wir schon etwas über diese Pronomen wissen, werde ich jetzt kompliziertere Beispiele zeigen. Die herumlaufende Frau, deren Hund weggelaufen ist, sucht immer noch nach dem Hund, der der Frau folgt. Das Kind, dem wir schon 2 Stücke Schokolade gegeben hatten, ist zurückgekommen, um mehr Schokolade von meiner Frau, die ein weiches Herz hat, zu bekommen. Wenn die, die rein wollen, die raus wollen, nicht rauslassen, dann können die raus wollen, die rein wollen, nicht reinlassen. Der Mann, der sich gestern von seiner Frau hat scheiden lassen, kauft seinem Sohn, den der Mann und seine Ex-Frau zusammenbekommen haben, einen neuen Wagen, mit dem der Sohn in die Schule fahren kann und dessen Räder während der Fahrt aufleuchten zum Geburtstag. Dieser Satz kann man so auseinandernehmen. Der Mann kauft seinem Sohn einen neuen Wagen zum Geburtstag. Der Mann hat sich von seiner Frau gestern scheiden lassen. Der Mann und seine Ex-Frau haben den Sohn zusammenbekommen. Der Sohn kann mit dem neuen Auto in die Schule fahren. Die Räder des Wagens leuchten während der Fahrt auf. Niemand würde sowas sagen, aber solche Sätze zeigen, wie man Relativpronomen verwenden kann. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, die Relativpronomen und Relativsätze besser zu verstehen. Wenn ihr immer noch Fragen habt, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Wenn ihr online deutschsprachige Unterrichtsstunden sucht, solltet ihr bei Lingoda vorbeischauen. Ihre Lehrer sind Muttersprachler und ihre Lektionen sind fantastisch. Es gibt einen Link in der Beschreibung dafür. Hier sind ein paar Links. Wenn ihr Langeweile habt, klickt sie an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!